Ein Zivilingenieur bzw. eine Zivilingenieurin darf gewisse Aufgaben erfüllen, die sonst niemand erfüllen darf. Zum Beispiel Kolladierungen vornehmen, das heißt Abnahmen im Auftrag der Behörde. Wir übernehmen die Funktion der Behörde und prüfen, ob ein Bauwerk sach- und fachgerecht errichtet und fertiggestellt wurde. Ein wesentlicher Punkt ist natürlich die Unabhängigkeit des Ziviltechnikers und der Ziviltechnikerin im Hinblick der neutralen Begutachtung eines Sachverhalts. Das Herausragende an unserem Beruf ist die Fülle an Möglichkeiten, wo wir tätig sein können. Das fängt an über die Errichtung von Krankenhäusern, umwelttechnischen Anlagen wie Kläranlagen, Infrastrukturbauwerke, Kollektoren, Fernwärmeleitungen, geht aber weit darüber hinaus. Ja, gerade in der derzeitigen Situation ist der Ziviltechniker und die Ziviltechnikerin eigentlich gefragt, die Energiewende herbeizuführen. Wir konstruieren Windkraftwerke, wir bemessen die Fundamente von diesen Kraftwerken. Wir errichten selbstverständlich auch Leitungsführungen wie Hochspannungsmasten. Wir rechnen zum Beispiel Bestandsgebäude nach, um zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf bestehende Dächer zu konstruieren. Und selbstverständlich gibt es auch Themen wie Wärmepumpen, Tiefensonden etc., wo natürlich auch überall das Wissen des Bauingenieurs und der Bauingenieurin gefragt ist. Ein wesentlicher Punkt ist selbstverständlich auch die Infrastrukturplanung. Dazu gehört derzeit ganz aktuell zum Beispiel der U-Bahn-Bau in Wien, die Tiefbaumaßnahmen, um so ein Bauwerk zu errichten, neben bestehenden Gebäude, die Baugrundsicherungen, die Pfähle, das ist eine Wasserhaltung, das ist auch ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens. Ja. Was natürlich auch zu unserem Geschäftsfeld kommt, ist Eisenbahnwesen, Straßenbau. Wir sind als Ziviltechniker verantwortlich, dass das Bauwerk sicher und korrekt errichtet wird, dass die Zuverlässigkeit des Bauwerks gewährleistet ist und dazu werden Prüfprozedere definiert. Gleichzeitig werden sämtliche Maßnahmen wie Abstützungen, Aussteifungen, Stahlbau, Schweißnähte geprüft, aber auch selbstverständlich die Maßnahmen im Hinblick auf die Geotechnik, also die Abdichtung. Das ist auch Teil des Umfangs unseres Prüfauftrags. Die statischen Berechnungen werden derzeit fast ausschließlich mittels Computerprogrammen durchgeführt. Das sind sogenannte Finite-Elemente-Programme. Da werden die Bauwerke modelliert, eingegeben und dann den Lasten unterworfen, also den Klimalasten, Wind, Schnee, Erdbeben und die Nutzlasten, und es werden dann die entsprechenden erforderlichen Tüchtigungen und Bewährungseisen ermittelt. Wir haben Hochleistungs-Gaming-Computer, die diese umfangreichen Daten auch bewerkstelligen. Ein zweiter Punkt ist selbstverständlich die Planung. Die Pläne werden mittlerweile größtenteils bei den Projekten schon 3D erstellt. Also es gibt einen digitalen Zwilling im Computer, der das Projekt abbildet, und dann werden daraus Pläne generiert. Und nach diesen Plänen wird dann das Bauwerk von den Baufirmen errichtet. Also die Ausbildung zum Zivilingenieur, in der Regel absolviert man eine Matura und dann entweder auf die Fachhochschule oder auf eine technische Universität. Nach Absolvierung des Studiums kann man dann nach einer 3-jährigen Praxis eine Prüfung absolvieren und dann ist man sozusagen selbstständiger Ziviltechniker oder Ziviltechnikerin. Ja. Es besteht auch die Möglichkeit, über die Lehre in das Berufsfeld zu kommen. Das funktioniert in der Regel als technischer Zeichner mit 3 Jahren Ausbildung. Man ist dann verantwortlich für die Pläne, die Ausführungspläne, nach denen dann gebaut wird. Zu meinen Aufgaben zählen Bewerbungspläne zeichnen und Scheidungspläne zeichnen. Nebenbei müssen wir auch Begehungen durchführen, Bestandsaufnahmen, Raubbaubeschauungen durchführen. Für den Beruf sollte man ziemlich genau sein, finde ich, und ordentlich, weil es geht, wenn man die Pläne zeichnet, geht es eigentlich um Millimeter und es wird ja nach unseren Plänen gebaut. Und deshalb ist es wichtig, dass die Pläne stimmen. Mir macht es am meisten Spaß, dass jedes Projekt anders ist. Und dass es halt nachher alles so klappt, wie wir uns vorgestellt haben.